Inmitten der trockenen, heißen Himmelsinseln Arizonas brannte die Sommersonne herab und tauchte das Tal in ein blendendes Weiß. Der Jaguar wanderte allein über die felsigen Hänge, sein Rücken knochig, sein struppiges Fell mit rotem Wüstenstaub bedeckt. Die lange Trockenzeit ließ alle Bäche austrocknen, sodass nur noch wenige kleine Pfützen zwischen den schroffen Felsen übrig blieben. Es senkte den Kopf und trank das trübe Wasser, dann legte es sich in den Schatten der trockenen Eiche, sein Atem war schwach und sein Bauch flach. Als die Sonne aufging, stand es wieder auf und stapfte durch den heißen Sand, in der Hoffnung, wieder alle Vernunftnahrung zu finden. Mittags wehte ein heißer Wind stark über den Berghang, wodurch das trockene Gras plattgedrückt wurde, und der Schatten des Leoparden schwankte in der Hitze. Sie folgte dem Grund einer flachen Schlucht, in der einst ein kleiner Bach floss, jetzt waren nur noch trockene Felsen und schwache Hirschspuren übrig. Der Geruch von Harz und Sand, vermischt im Wind, machte ihn schwindlig, seine Schritte langsam und zitternd. Davor lichtete sich der Wald und ging in eine flache Ebene über, wo das seltsame Geräusch unaufhörlich widerhallte. Es war eine Autobahn, deren schwarzer Asphalt in der Sonne glänzte, auf der die Autos wie ein Fluss aus Metall dahinrasten. Der Leopard erkannte die Gefahr nicht, er sah nur den Schatten am Straßenrand und näherte sich schwer atmend. Als es mitten in den Verkehr trat, verschwamm die Welt, alle Geräusche verstummten und sein Körper brach bewegungslos zusammen. Das Geräusch plötzlicher Bremsmanöver war ununterbrochen zu hören, eine Reihe von Autos hielt an und bildete eine lange Schlange mitten auf der sonnigen Straße. Einige Autofahrer öffneten ihre Fenster einen Spalt breit und schauten hinaus, ihre Augen waren voller Angst und Neugier, als sie den Leoparden mitten auf der Fahrbahn liegen sahen. Der heiße Wind, der vom Asphalt herüberwehte, verschwamm die Szene, sodass nur noch der abgemagerte Körper des Tieres im Licht nach Luft schnappte. In der Ferne hielt ein silberner Geländewagen, die Tür öffnete sich und ein Mann stieg aus. Er trug einen dünnen Mantel, sein Gesicht war von der Sonne gebräunt, seine Augen waren auf das sterbende Wesen mitten auf der Straße gerichtet. Er ist Tierarzt, hatte gerade seine Schicht im Zoo von Tucson beendet und war auf dem Heimweg, als er auf diese Szene stieß. Sein professioneller Instinkt ließ ihn sich langsam nähern, ohne das keuchende Tier aus den Augen zu lassen. Er blieb etwa 2 Meter entfernt stehen und betrachtete den abgemagerten Körper, der mit Kratzern und blutigen Fellflecken übersät war. Da er keine Reaktion sah, kniete er sich hin und legte seine Hand auf die Brust des Tieres. Er spürte den schwachen Herzschlag, der noch immer unter der heißen Haut zu schlagen war. Er blickte auf und um sich, im Sonnenlicht und der Stille des Wagens entschied er, ich kann es hier nicht sterben lassen. Er strich sanft mit der Hand über den Körper des Leoparden und hob ihn vorsichtig hoch, sein heißer Atem streifte dessen Kragen. Das weiße Licht spiegelte sich in seinem Fell und schuf einen Moment der Stille, den jeder auf der Straße miterlebte. Einige Autofahrer zückten ihre Handys, um Fotos zu machen, aber er beachtete sie nicht, sondern konzentrierte sich darauf, langsam zu seinem Auto zu gehen. Er legte den Leoparden auf den Rücksitz und breitete seine Jacke über dessen verletzten Körper aus. Die Autotür schloss sich, der Motor startete, und er fuhr in der trockenen, knisternden Nachmittagssonne direkt zum Zoo. Als das Auto ankam, wartete dort bereits eine Tierarzthelferin, die Medikamente und medizinische Ausrüstung vorbereitete. Sie legten den Leoparden auf den Untersuchungstisch, seine Atmung war so schwach, dass es aussah, als würde sie jeden Moment aufhören. Er reinigte die Wunde und wischte das getrocknete Blut an seinem Bein und Bauch ab. Die Krankenschwester flüsterte, er ist erschöpft und stark dehydriert, er hat möglicherweise tagelang gehungert. Er nickte, injizierte ein Stoffwechselhilfsmittel und leitete dann eine leicht wackelnde Infusion ein. Die Atmung des Tieres wurde allmählich gleichmäßiger, seine Augenlider flatterten und seine Ohren bewegten sich leicht im Takt des Geräusches. Die beiden standen still und sahen einander an, Hoffnung flackerte im weißen Licht der Tierarztpraxis auf. Er sagte leise, solange es die Nacht übersteht, hat es eine Überlebenschance. Nach ein paar Stunden zitterte der Leopard leicht, hob dann den Kopf und blickte mit seinen trüben Augen in dem hell erleuchteten Raum umher. Die Krankenschwester stellte ihm eine Schüssel mit Wasser hin. Er trank sie in kleinen Schlucken, seine Lippen zitterten, aber seine Augen hellten sich allmählich auf.
Er lächelte leicht, die Sorge in seinem Herzen verschwand vorübergehend, als er sah, dass das Wesen noch leben wollte. Sie legten ein paar Stücke frisches, gehacktes Fleisch auf einen Teller. Der Leopard schnupperte kurz und begann langsam, aber entschlossen zu fressen. Niemand sagte ein Wort, nur das Atmen des Tieres und das rhythmische Geräusch der Infusionsmaschine in der Stille des Raumes. Als es sich zum Ruhen hinlegte, rief er die Ranger des Sky-Islands-Gebiets an, um dies zu melden. Am anderen Ende der Leitung ertönte die überraschte Stimme des Rangers: Wir dachten, diese Art sei im Norden ausgestorben. Sie bestätigten, dass sie innerhalb einer Stunde eintreffen würden, um den seltenen Leoparden abzuholen, der gerade gerettet worden war. Er und die Krankenschwester betrachteten gemeinsam das schlafende Tier. Das Licht spiegelte sich in seinem nassen Fell und verlieh ihm einen blassroten Schimmer. In diesem Moment wurde ihnen klar, dass sie nicht nur ein Leben gerettet hatten, sondern auch ein Symbol. Draußen vor dem Fenster fiel das goldene Nachmittagslicht schräg herab und warf warme Strahlen auf den Körper, der allmählich wieder zu sich kam. Und zum ersten Mal seit Monaten kehrte der Atem der Natur friedlich ins Herz der Stadt zurück. Eine Stunde später trafen zwei Ranger ein, die einen mit dickem Stoff ausgekleideten Holzkäfig mit sich führten, um den Leoparden umzusiedeln. Er wies sie in die Medikamenteneinnahme und die richtige Ernährung für die Genesung ein, seine Stimme langsam, aber voller Verantwortung. Wir bringen es zur Santa Rita Station, wo es ein halbwildes Gehege gibt, sagte ein Ranger. Die ersten paar Tage ruhte sich der Leopard nur aus, wurde von Hand gefüttert und seine Körpertemperatur wurde stündlich überwacht. Eine Woche später stand es aufrecht da, die Augen weit geöffnet, und reflektierte das frühe Morgenlicht. Die Ranger gaben ihm den Spitznamen Grauer Schatten, weil sein Fell unter dem Staub des felsigen Gebirges verblasst war. Jeden Morgen wird es mit frischem Fleisch gefüttert, trinkt kühles Wasser aus dem Bach und darf in einem großen Käfig herumlaufen. Sein Körper nahm allmählich an Gewicht zu, die Wunden schlossen sich, sodass nur noch wenige kleine Narben an seinen Hinterbeinen zurückblieben. Die Mitarbeiter protokollierten jede Veränderung, jedes Gewicht und jedes Verhalten, als würden sie Zeugen eines Wunders werden. Unterdessen rief der Tierarzt weiterhin regelmäßig an, um nach ihm zu sehen, und seine Stimme klang von Tag zu Tag erleichterter. Die Krankenschwester schickte ihm ein Foto des Leoparden, der in der Sonne stand, seine Augen leuchteten und strahlten vor Leben. Einen Monat später entschieden die Ranger, dass es bereit war, in die Wildnis zurückgebracht zu werden. Sie luden ihn zur Veröffentlichung ein, einen Moment, den er nie vergessen würde. Der Morgen war hell, ein dünner Nebel lag leicht über dem Berghang, der Wind wehte durch die raschelnden Baumwipfel. Der Lastwagen mit den Käfigen hielt mitten auf den Sky-Islands, wo sich Klippen bis zur mexikanischen Grenze erstreckten. Er und die beiden Ranger stiegen gemeinsam aus und blieben vor der Käfigtür stehen, um darauf zu warten, dass sie geöffnet wurde. Als der Riegel einrastete, trat der Leopard langsam heraus und atmete nach monatelanger Gefangenschaft zum ersten Mal wieder die Freiheit ein. Es hielt einen Moment inne, drehte den Kopf und blickte denjenigen an, der es gerettet hatte. Zwischen ihnen wurden keine Worte gesprochen, nur stilles Einverständnis und Respekt. Dann drehte es sich um und rannte den felsigen Hang entlang, sein geflecktes gelbes Fell verschwand im Eichenwald und im weißen Sonnenlicht. Der Himmel öffnete sich, der Wind wirbelte den Sand auf, der Gesang der Vögel hallte wieder wie ein Lied, das die Rückkehr des Lebens begrüßte. Es ist wieder da, wo es hingehört, sagte der Mann leise. Einer der Ranger lächelte, und Sky Islands hat nun eine weitere beschützte Seele.